Moin Moin und herzlich willkommen zum Visserei Blitzdeck Opening. Viel Spaß dabei. Wir schauen uns heute gemeinsam an, welche Karten alle im Flesh & Blood Blitzdeck Visserei drin sind. Aber vorab noch das Intro zu allen Blitzdecks. Ich habe nicht nur eins, sondern alle 6 neuen Starterdecks für Flesh & Blood von Blackfire und LSS zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Ich bin auch total gespannt, was uns in diesen Starterdecks erwartet und freue mich auch schon darauf, diese mit euch auszuprobieren. Denn wir werden diese Decks nicht nur aufmachen, sondern in zukünftigen Videos auch spielen. Aber wenn ihr jetzt schon mal neugierig auf das Spielen seid, dann checkt unseren Anfängerguide für das Ira Starter Deck aus. Und in der Videobeschreibung habe ich euch weitere Links zu offiziellen Guidelines vom Hersteller und der Community verlinkt. Außerdem hat der Hersteller LSS auf seiner Website bekannt gegeben, dass die deutschen Übersetzungen hier in den Blitzdecks schon weitaus besser sein sollen als beim History Pack 1 und sogar beim History Pack 2, welches wir auch in einem Video aufmachen durften. Denn die Übersetzer, die an diesen Karten hier gearbeitet haben, sind in-house von LSS angestellt worden. Und jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Opening. Also ich bin schon super gespannt, was uns hier für Karten im Visserei Blitzdeck erwarten werden. Denn das Artwork von Visserei und die Verpackung hier auch wieder sind natürlich total klasse. Also es gefällt mir wirklich gut, wie Flesh & Blood hier eben ihre Karten und auch ihre Produkte designt. Und hier hinten sehen wir auch nochmal den schönen Flavortext zum Runenklingeheld, der eben besagt: Selbst der Tod. Er zittert vor diesem gefallenen Helden, besessen von den dunklen Beschwörungen der Erznacht. Also total cool. Das ist auch wirklich ein toller Held, der eben auch eine super Geschichte hat. Also wer die mal nachlesen möchte, einfach auf der Flesh & Blood Homepage vorbeigucken auf fabtcg.com. Und jetzt schauen wir hier mal genauer, was uns denn hier für Karten erwarten werden. Man sieht hier schon den Helden selber, Visserei, der auch 20 Lebenspunkte hat und natürlich ein junger Held ist, so wie es im Blitz sein muss. Und der eben auch einen sehr speziellen Effekt hat. Denn wir haben uns ja schon Kano in einem Opening angeguckt, der Arkanschaden macht. Also der Zauberer ausschließlich mit Arkanschaden. Und hier Visserei ist eben ein Held, der auch gemixten Schaden machen kann. Also der sowohl Angriffe mit physischem Schaden als auch Angriffe mit Arkanschaden haben kann. Und der hat eben eine Fähigkeit auch für einen ganz besonderen Angriff mit einem Runenzauber-Spielstein, was wir uns dann natürlich auch nochmal genauer in einem Gameplay-Video angucken werden, wie man das dann genau macht. Dann haben wir die Nebula-Klinge, das ist eben die Waffe, auch zweihändig geführt hier von Visserei. Dann kommen wir auch direkt zur Ausrüstung. Krone des Zwiespalts, die ja auch Arkan-Barriere hier hat. Dann haben wir Äther-Eisengewebe, die Brustausrüstung, die hier eben auch Ressourcen liefert. Und dann kommen wir schon zum Nullrunen-Equipment, das ja auch super ist, wenn man eben gegen Kano spielt. Und als letztes noch Sutcliffes Wildlederstiefel, hier eine Angriffsreaktion auf den Beinslot. Und dann kommen wir eben schon hier zu den Karten im Deck, also den eigentlichen Aktionen. Da haben wir hier Erweitere die Erznacht zweimal mit dabei. Und da sieht man schon, Erweitere die Erznacht kostet für jeden Runenzauber, den du kontrollierst, eine Ressource weniger. Den Runenzauber-Spielstein werden wir am Ende auch nochmal sehen. Arkanes Knistern. Wenn du mit dieser Aktion angreifst, füge einem Zielhelden einen Arkanschaden zu. Also hier auch eine Karte, die sowohl physischen Schaden als auch Arkanschaden macht. Und man sieht das auch schön. Also diese Karte kostet 0. Das ist wirklich ein guter Angriff. Dann haben wir hier Fleischeslust. Auch zweimal mit dabei, wie es ja in jedem Blitzdeck ist, also man darf jede Karte bis zu zweimal spielen. Dann haben wir Runenblitz zweimal mit dabei, auch wieder eine Karte, die weniger kostet, wenn man Runenzauberspielsteine kontrolliert. Dann Schädelkreischen, auch eine wirklich starke Karte. Und man sieht es auch, die Karten hier beim Runenklingehelden haben auch oft 3 Block, also ist auch ein gutes Deck, mit dem man sich verteidigen kann. Dann liest die Runen. Erzeuge 3 Runenzauberspielsteine, unterstützt also eben die ganze Mechanik hier in dem Deck. Und dann Ruf des Hauptmanns, auch eine schöne Aktion. Also es gibt ja die Angriffsaktionen, aber auch die normalen Aktionen, die eben die Angriffe vorbereiten.
und dann noch besser machen. Und Ruf des Hauptmanns ist wirklich auch eine Karte, die wirklich gut ausgespielt werden kann, um eben seinen Zug vorzubereiten. Auch mit 2 Effekten, aus denen man wählen kann. Genauso auch eine schöne Karte zum Campen gekommen. Hier also für eine Ressource nochmal ein 3er Buff. Und dann haben wir hier, wow, runtermachen. Eine sehr starke Karte, die ja auch jetzt im CC-Meter schon raus ist. Also krass, dass wir die hier auf jeden Fall drin haben. Eine sehr klassische Karte, die eben hier in Kombination gespielt wird mit der Zwergenstärke. Bin ich gespannt, ob wir die jetzt auch nochmal in Blau sehen werden, denn das wäre schon super stark hier. Also das schauen wir uns auf jeden Fall an, wie das genau funktioniert, die Synergie. Aber ich kann nur schon mal sagen, man sucht die Zwergenstärke mit dem Runtermachen. Genau, und dann kommen wir zu den gelben Karten, wie es ja bei Flesh & Blood ist. Man kann eben aus unterschiedlichen Pitchwerten wählen. Also entweder kann man die Karte in Rot, Gelb oder Blau spielen. Und hier in der gelben Version kriegen wir eben, wenn wir die pitchen, dann 2 Ressourcen. Dann haben wir Schädelkreischen, auch in Gelb. Und dann Überfall der Zauberklinge, hier auch mit dabei, 2-mal. Und dann kommen wir auch schon zu den blauen Karten. Sehen wir auch wieder, ist hier einiges mit dabei in Blau. Arkanes Knistern, die wir eben auch schon gesehen hatten. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren. Die würde ich gerade nochmal holen. Genau, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also hier hat tatsächlich die blaue Variante 2 Angriff und die rote hat 3 Angriff. Das müsste ich nochmal nachschauen. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Aber gut, machen wir mal weiter. Dann haben wir hier nochmal Arkanes Knistern, Fleischeslust auch nochmal in Blau dabei. Was natürlich hier auch bei Flesh & Blood wirklich krass ist, dass man dann die Karten, zwar obwohl man den Pitchwert nur 2-mal spielen kann, dann halt die Karte im Pitchwert noch öfter sehen kann. Beschwörung des Blutvergießens, also die Runenklinge ist hier auf jeden Fall schon ein sehr brutaler Held. Dann haben wir Malvenhimmel, auch eine starke Runenklinge-Karte. Und tatsächlich sehen wir hier auch in Blau nochmal runtermachen und die Zwergenstärke auch. Also das Viserai-Deck ist auf jeden Fall nicht zu verachten, das ist ein sehr starkes Deck. Und hier haben wir auch wieder 3-mal den Runenzauber, die Aura. Wenn du eine Angriffsaktionskarte spielst oder einen Waffenangriff aktivierst, zerstöre den Runenzauber und füge deinem gegnerischen Zielhelden einen Arkanschaden hinzu. Also wirklich auch ein sehr starkes Deck. Und zum Schluss noch unsere Deckstrategiekarte, die auch schon anzeigt, dass Viserai also auch, natürlich wenn er stärker ist, aber er ist durchaus auch schwieriger zu spielen, weil man eben die richtigen Kombinationen kennen muss. Genau. Also finde ich super spannend das Deck und das schauen wir uns natürlich auch noch im Gameplay an. Danke, dass du bis zum Ende des Openings dabei geblieben bist. Abonniere den Kanal, wenn du weitere Flesh & Blood Videos sehen möchtest, wie zum Beispiel unsere Gameplay Videos, die wir mit diesen Blitzdecks drehen werden. Also wir sehen uns beim nächsten Video.